Du hast die ganze Zeit den Zug auf den Widerstand von unten bis oben. Im Gegenteil, er wird oben eigentlich noch stärker. Heute ist das Thema Widerstandsbänder. Ich werde dir in diesem Video zeigen, mit welchen Widerstandsbändern ich schon seit Jahren trainiere und meine Sachen wirklich die besten auch sind, weil ich auch sehr zufrieden damit bin. Hier sind sie, ich werde es euch genau erklären, ich werde dir zeigen, wie man damit umzugehen hat, warum du gut beraten bist, Widerstandstraining, also Training mit Widerstandsbändern in dein Programm zu integrieren. Und zu guter Letzt verspreche ich dir auch, dass ich sehr viele Videos machen werde, die besten Übungen dir zeigen werde mit Widerstandsbändern für alle Muskelgruppen auf meinem Kanal. Andreas Rasauer von Trainingszeit über 50. Ja, das sind die Widerstandsbänder, die ich meine. Die haben halt 5 verschiedene Stärken. Man kann es hier sehen, es geht quasi los mit der Nummer 1. Hast du es drauf? Dann hier die 2, zweite Stärke. Dann die roten hier sind Nummer 3. Es ist also schön aufgeschrieben. Die etwas stärker wieder, so geht es so weiter bis 5. 5 sind die stärkste Widerstand. Und das ist halt wirklich toll. Und hier sind halt auch dann gleich die Griffe drauf. Das sind wirklich, die stehen mal nur, ohne mich drauf zu machen, nur die Griffe. Man kann hier wirklich wunderbar trainieren. Man kann es so machen. Hammercurls, ne? Also rundum wirklich richtig schöne, stabile Griffe, wie ich sehr schätze. Des Weiteren haben wir hier diese Schlaufe, wo man wirklich sagen kann, die kann ich hier rucki zucki in der Tür und hänge dann diese Bänder hier oben ein. Und die kann ich dann, somit habe ich die Möglichkeit, aus allen möglichen Winkeln quasi meine Muskulatur zu trainieren. Also wirklich sehr, sehr gute Geschichte, da haben die Leute sich richtig was bei gedacht. Und zu guter Letzt auch hier unten kann man da gibt es 2 davon, wo man sich das unten an die Waden quasi ankletten kann und so kann man auch seine Beine aus verschiedenen Winkeln noch trainieren. Also ich glaube, besser geht es nicht. Ja? Und das ist der Grund, warum ich mich wirklich schon seit Jahren für diese Widerstandsbänder entschieden habe, und ich habe die in meinem Video unten in meinem Dings verlinkt. Wenn einer Interesse hat und die kaufen möchte, hat er denn da, braucht er nur draufklicken. So, jetzt möchte ich nochmal den Unterschied erklären zwischen erstmal das Hanteltraining. Wenn man mit der Kurzhantel trainiert zum Beispiel, ist natürlich der Widerstand hier im unteren Bereich am größten, und wenn ich dann hochkomme, ab hier lässt es schon nach und man hat es dann leichter, ne, wie du guckst, erstmal die Hantel unten rauszukriegen und ab ungefähr hier wird es halt der Widerstand immer weniger. Und der Unterschied bei den Widerstandsbändern ist es genau umgekehrt. Ich werde es euch mal zeigen. Da geht es hier beim Bizepstraining. Du hast die ganze Zeit den Zug auf den Widerstand von unten bis oben. Im Gegenteil, er wird oben eigentlich noch stärker. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen Hanteltraining und den Widerstandsbändern. Du kriegst eine viel bessere Kontraktion und der Muskel, die Muskulatur, wird quasi im gesamten Bewegungsablauf beansprucht und oben kriegst du eine gesamte Kontraktion der gesamten Muskeln. Und das ist schon eine ganz tolle Sache. Du kannst auch 2 Übungen, zum Beispiel normale Bizeps-Curls, wunderbar machen. Oder aber auch einfach nur umdrehen, ganz schnell gemacht, und schon hat man Hammercurls. Oder auch so. Und der Zug ist bei dem gesamten Trainingsablauf ist der Zug drauf, die Spannung drauf, was halt wiederum bei Hanteln eben nicht der Fall ist. Das ist halt der Unterschied, den ich euch unbedingt nochmal erklären wollte, was ganz wichtig ist.
Unterschied zwischen Hanteltraining und diesen Widerstandsbändern. Ja, und hier noch ein paar Vorteile von Widerstandsbändern. Erstmal Nummer 1 muss man sagen, sind die wirklich sehr günstig. Ich glaube 20 Euro ungefähr. Und wenn man bedenkt, was eine Hantel kostet, eine Hantelscheiben kosten, dann ist das ein Bruchteil von dem. Also es lohnt sich wirklich. Das zweite Argument ist, du kannst diese Widerstandsbänder wirklich überall mit hinnehmen, wenn du mal im Urlaub bist. Du brauchst keine schweren Gewichte mitschleppen, du brauchst keine Hantelstangen mitschleppen. Nein, du nimmst einfach so ein Paket, ist total leicht und du kannst im Urlaub, im Hotel, überall auf dem Campingplatz, kannst du mit diesen Widerstandsbändern sehr, sehr gut trainieren. Das ist ein Riesenvorteil. Noch ein Vorteil ist, dass man wirklich, ich trainiere schon sehr lange auch, baue die immer wieder mal ein Programm mit ein. Du kannst, dadurch, dass man diese Widerstandsbänder überall einhängen kann, du kannst von unten, von oben, von der Seite, von unglaublich vielen Winkeln deine Muskeln trainieren. Du hast wirklich unglaublich viele Möglichkeiten, die Muskulatur zu trainieren. Das ist wirklich ein Riesenvorteil und deswegen empfehle ich es auch, wie gesagt, immer wieder diese Widerstandsbänder mit in dein Training zu integrieren. Ja, und zu guter Letzt möchte ich nochmal sagen, warum ich mir 2 von diesen Widerstandsbändern bestellt oder eins nachbestellt habe. Das soll jetzt keine Werbung sein, wirklich nicht, weil die Dinger kosten wirklich kein Geld, sondern ich möchte dir zeigen, mal 2 Beispiele. Erstmal hier, schau mal, was man dann mit 2 verschiedenen, man muss jetzt gleich eine Stärke dann haben, machen kann. Und das sieht ja mal richtig gut aus. Wow. Und dann nochmal eine andere Variante, die man auch, wo man sich dann an beiden Seiten einhängen kann, da hat man wieder unglaublich nochmal die Vielfältigkeit nochmal erhöht. Und zwar auch nicht schlecht. Nicht übel. Das war's auch schon. Ja? Mit diesen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden und möchte euch noch darauf hinweisen, dass ich als nächstes Video auf meinem Kanal Trainingszeit über 50, der nicht nur Training beinhaltet, sondern ein Gesundheitskanal ist. Wir machen auch viel Ernährung, wir machen Entspannung, wir machen Entgiftung noch, wir haben viele Sachen, Gleichgewichtstraining. Dieser Kanal bedeutet viel, viel mehr. Wie gesagt, möchte ich mich verabschieden und darauf hinweisen, dass wir im nächsten Dreh quasi mache ich ein Ganzkörperprogramm mit diesen Widerstandsbändern für euch. Und bis dahin eine wunderschöne Zeit. Ciao.